Hallo meine Lieben, heute wieder ein kleines Sublimationsprojekt und zwar habe ich da als Geschenkidee so eine kleine Dose mit einem Spiegel drin, das heißt einen Taschenspiegel, und ja, sowas könnt ihr auch sublimieren. Wie das funktioniert, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe Handspiegel gekauft und zwar habe ich die von AliExpress und da gleich ein paar davon bestellt. Da kriegt ihr hier einerseits das, was ihr sublimiert, ne? Das logischerweise macht ihr da nicht den ganzen Spiegel in die Heatpress rein, sondern da habt ihr ganz einfach diesen Aufleger. Das hier ist ein Kleber, den man dann abzieht und so habt ihr wunderbar einen Spiegel. Ich werde heute gleich zwei machen und da habe ich zwei Motive. Einerseits, ich habe das schon mal getestet, ob das auch gut funktioniert. Das ist dieser kleine irre Vogel mit den Herzenaugen. Finde ich ganz cool. Da habe ich von der Farbe her auch nichts angepasst, sondern das gleich so übernommen, weil das mir eigentlich so gefällt, wenn es so intensiv ist. Das Bild habe ich von freepik.com. Habe ich auch schon ausgedruckt, natürlich spiegeln beim Ausdrucken, das ist eine. Ich werde auch gleich einen zweiten machen. Da habe ich es getestet mit Schwarz und wenn ich immer vom Ghosting spreche, dann seht ihr hier jetzt, was ein Ghosting ist. Nämlich, dass das Ganze wie quasi einen Schatten hat. Ich hatte das Ganze einfach zu wenig gut festgemacht und als ich die Presse hochgehoben habe, hat sich das Papier ein kleines bisschen verschoben und hat wie quasi nachgepresst so ein bisschen und dadurch bekommt ihr dann diesen Schatten, was unschön ist. Von dem her Sachen immer gut festmachen. Ich habe es dann ein bisschen angepasst, nämlich dass ich dieses dunkelviolett hier von diesen Elementen übernommen habe und der Spruch Never let anyone dull your sparkle finde ich für einen Spiegel ganz cool. Ich mache es mit Sachen, die ich ausgedruckt habe, wie immer mit Sublimation. Ihr könnt sowas auch mit der Infusible Ink von Cricut machen. Da müsst ihr einfach gucken von der Größe her. Na, da könnt ihr ja auch nicht extrem klein gehen, weil ihr das ausschneidet. Eine andere Variante ist, dass ihr zum Beispiel die Stifte nehmt und damit etwas zeichnet. Das geht dann schon ein bisschen besser auf so kleine Elemente. Jetzt müsst ihr hier darauf achten, dass auf dem weißen Teil, das ist silberig und weiß, da hat es eine Plastikfolie drauf. Die müsst ihr natürlich wegnehmen. Da am besten mit den Fingern nicht mehr drauf. Das ist eine, mache ich auch gleich beim zweiten. Und da klebe ich jetzt meine Motive drauf. Das heißt, ich nehme ein Stück Backtrennpapier, dann lege ich hier mein Element drauf, dann den Spruch und ich habe schon beim Ausschneiden geguckt, dass das überall ungefähr den gleichen Abstand hat. Dann kann ich das ein bisschen besser platzieren. Nämlich schön mittig und gerade. Und dann mache ich das mit einem hitzeresistenten Tape fest. Und zwar auf beiden Seiten oder auf zwei Seiten, damit das wirklich nicht verschiebt. Das ist eine und das packe ich einfach zwischen zwei Backtrennpapiere und pressen tut ihr das so, dass ihr oben das Papier habt
und unten ist jetzt das Metall. Das heißt, es kommt so in die Heat Press rein. Wenn ihr es so ein bisschen hochhebt, dann seht ihr auch das Motiv noch. Dann könnt ihr es ein bisschen einfacher platzieren. Und auch das kommt in ein Sandwich rein. Das Ganze presse ich bei 200 Grad für 60 Sekunden und dann lasse ich das wirklich abkühlen, weil das ist Metall, das wird richtig schön heiß. Von dem her, lasst es wirklich gut abkühlen und erst dann nehme ich es runter, wenn es ausgekühlt ist. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? Wenn die dann abgekühlt sind, dann könnt ihr das Ganze lösen. Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Erste wirklich super geworden, kein Ghosting drauf, schön dieses dunkelviolette, was ich haben wollte, finde ich super. Ist der nicht absolut genial geworden? Ich finde den so cool. So, und dann können wir die beiden nehmen und ganz einfach auf den Spiegel aufbringen. Das heißt, ich löse hier die Abdeckung vom Kleber. Und dann natürlich so am besten, dass wenn ihr den öffnet, die Öffnung ist hier vorne, dass es dann auch stimmig ist. Und dann kommt das schön hier mittig drauf. Dann haben wir hier auch schon den ersten. Ne? Das sitzt jetzt wunderbar auf dem Spiegel drauf. Und eben so habt ihr diesen Taschenspiegel. In Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling in. Und dann haben wir hier auch schon den zweiten. Ich finde den so cool. Und natürlich auch eben mit diesem Spiegel. Und so einfach könnt ihr diese Dinge sublimieren und habt so individuell gestaltete Geschenke. Könnt da natürlich eben auch Fotos drauf machen, na, was auch immer ihr da drauf machen möchtet. Das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr solche Taschenspiegel sublimieren könnt und so coole individuelle Geschenke machen könnt. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und auch das Video und natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis
Bis bald. Good time.